Hi und herzlich willkommen bei Airsoft Helden GmbH. Mein Name ist Nick. Hinter mir sitzt Lara. Vielleicht kennt ihr sie von Instagram, wenn nicht, wir hauen den Link in die Beschreibung. Wir veranstalten Airsoft-Events und das schon ein paar Jahre lang, unter anderem die Dark Emergency, vielleicht habt ihr sie schon bei YouTube gesehen. Hier und heute wollen wir euch einen kleinen Einblick in die Firma gewähren und dazu zeige ich euch jetzt erstmal unser Büro. Ja, hier ist das Besprechungszimmer und zeigt gleich das kleine Lager. Hier haben wir halt Kameraausrüstung, Patches, Merch. Und hier im Flur sind unsere Drohnen. Hier haben wir unseren Besprechungstisch. Wie gesagt, hier halten wir unsere Meetings ab. Wir treffen uns immer in der großen Orga-Runde und dann hauen wir meist auf dem Beamer irgendwelche Vorschläge, Fotos, Videos an die Wand. Den Raum haben wir natürlich auch ein bisschen optisch aufgewertet. Ich selbst komme nicht mehr zum Airsoft zocken, aber meine Schmuckstücke, die durfte ich deswegen an die Wand hängen. Da hängt unter anderem meine Systema PTW, die auch bei GSP schon im Review war, oder 2 Oct-Arms-Waffen von GSG. Ich bin stolzer Besitzer einer Chris Vector, die durfte ich bei SG Defense kaufen und natürlich hängen einige Waffen von G&G an der Wand. Nebenan sitzen die Jungs von Roll It Films. Das ist eine Marketingfirma, der Geschäftsführer selbst sitzt auch gerade und arbeitet. Hi René. Grüßt euch. Ja, wir gucken mal kurz, was er macht. So, was machst du da? Das ist jetzt vom Dreh letztes Wochenende. Da haben die Jungs von Juicy Arts so eine Hellcat perfekt in Szene gesetzt und ich bearbeite gerade das Bild für die Website. Hier seht ihr immer vorher. Oh, okay. Und ist noch nicht ganz fertig, aber das ist so der aktuelle Zwischenstand. Ja, Ja, geile Sache. Ja, cool. Ja. Hinter der Kamera sitzt übrigens Justin, beziehungsweise steht Justin, der arbeitet natürlich auch hier und die unterstützen uns auch in allen Bereichen. Haben auch unser YouTube-Video geschnitten, den Trailer für die Dark Emergency und machen sämtliche Grafiken und Flyer und ja, den ganzen Stuff für uns. Ja, hier sind wir im Airsoft-Helden-Büro. Hier arbeite ich die meiste Zeit zusammen mit Lara und Martin. Das ist Daily Business. Wir machen hier die Social Medias, betreuen die Homepages und verschicken die Tickets an euch. Aber die eigentliche große Baustelle und unser Riesenspielplatz ist ja nicht hier, sondern im Malwinkel und das zeige ich euch jetzt. Zack, jetzt sind wir im Malwinkel. Wie ihr sehen könnt, seht ihr gar nichts, denn mittlerweile ist die Dark Emergency wieder abgebaut worden. Denn im Regelfall steht hier einfach mal nichts das ganze Jahr über. Und wir stampfen das alles aus dem Erdboden, wie zum Beispiel Sanitäranlagen, Catering, VIP-Zelt, da drüben dann Shop und die Bühne. Zu den GSP Airsoft Days bauen wir hier einen Campbereich auf und zu den anderen Events, wie zum Beispiel der Chernobyl, da sind wir auf dem Spielfeld, da können wir gleich auch mal hinstarten, dann zeige ich euch, wie es da aussieht das ganze Jahr über. Aber hier ist dann einfach mal nur Wiese. Aber erstmal fahren wir zu unserem Lager und ich zeige euch unser zukünftiges Lager und da nehme ich euch jetzt mal mit hin. Wir nehmen das Airsoft-Helden-Taxi. Da sind wir. So, jetzt sind wir mitten in der Halle, also quasi um uns herum ist alles, was wir von Airsoft-Helden hier im Malwinkel haben. Das sind Fahrzeuge ohne Ende, also Ural haben wir mittlerweile, glaube ich, 3 hier drin stehen, Nelo. Wir haben hier unsere komplette Lichttechnik, unsere Tische, Bänke, Gasflaschen von dem Catering. Wir haben hier Banner ohne Ende, kommt mal weiter rein. Hier sind Tarnnetze, wir haben so viele Tarnnetze, ich weiß gar nicht, wie viele wir mittlerweile haben. Wir haben hier auch legendär unsere Patchwand. Da sind mittlerweile über 50 verschiedene Teams drauf. Wir werden die kommendes Jahr nochmal umbauen. Die wird doppelt so groß. Da kommt sie wieder auf die Bühne und dann kann jedes Team wieder einen Patch dran hauen. Ich glaube, es ist mittlerweile schon die größte Patchwand, die es quasi gibt. Also, und wir machen sie aber noch größer, weil ich sie einfach extrem abfeiere. Und ich möchte, dass quasi jedes Team, welches hier war, einmal wenigstens den Patch dran haut und sich dort verewigt. So, wir haben noch viel mehr Zeug hier, Fahrräder, wir haben Requisiten von allen möglichen Events. Wir sind gerade fleißig am Nachbereiten, denn hier sieht es aus, als wäre eine Bombe eingeschlagen. Martin ist schon fleißig am Werkeln. Martin, sag mal Hi. Hi. Ja, undankbare Arbeit, aber die muss gemacht werden. Und weil das hier so eng ist und weil das jedes Mal echt eine Tortur ist, hier alles rein und raus zu bekommen, haben wir eine neue Halle organisiert. Die ist noch eine Baustelle, die werden wir umbauen, aber wir gehen mal rüber und ich zeige euch die Halle und dann seht ihr, was wir für die Zukunft bereithalten. Tada! Also absolute Baustelle, aber wir arbeiten dran. Kommt mit, ich zeige euch schon mal, was da reinkommt. So, absoluter Rohbau, aber wir haben mit dem Abriss, sind wir glaube ich schon durch. Ich glaube mit dem Abriss sind wir soweit durch. Und wir wissen schon, wo was hinkommt. Also hier zum Beispiel kommt ein Büro hin, das Büro vom Alex, aber dazu an anderer Stelle mehr. Dort haben wir einen Aufenthaltsraum später, da haben wir eine Küche, da gibt es noch einen Durchbruch. Da hinten ist nämlich noch ein Gebäude dran. Das wären so Aufenthaltsräume für die ganzen Teams, die uns mal unterstützen an den Events. Und das geht dann da auch weiter. Da gibt es schon einen Aufenthaltsraum von dem Team. Daneben ist mein Büro. Sanitäre Einrichtung kommt auch noch rein. Ne? Das ist auch ganz wichtig. Und da haben wir ein Lager. Ziemlich großes Lager diesmal. Geht komplett durch bis vorne hin. Und ja, wir schätzen, dass wir noch circa 12 Monate brauchen, bis die ganze Schote hier fertig ist. Aber
ja, dann können wir auf jeden Fall noch besser arbeiten und haben wesentlich mehr Platz. Und wir haben noch so 2, 3 Ideen, die wir hier in der Halle verwirklichen wollen, aber die zeige ich euch dann, wenn es soweit ist. Jetzt zeigen wir euch ein bisschen was vom Spielfeld. Fahren wir rüber zum GOF-Hack. Die Straßen hier gehören alle zum Spielfeld. Die werden alle bespielt und da gibt es noch 2, 3 andere, die wir zukünftig bespielen können. Aber da an anderer Stelle mehr zu. Wir haben ja diverse Ingame-Fahrzeuge hier. Ihr könnt euch ja bewerben und könnt mit den Fahrzeugen dann auch im Spiel hier dran teilnehmen. Und dafür brauchen wir auch einfach noch mehr Straßen. Und wir sind ja ohne Ende von den alten Panzerstraßen. Und deswegen, wir fahren die ganze Zeit von A nach B und das dauert immer ein bisschen länger. Das liegt einfach daran, dass das Gelände so verdammt weit ist. Wer im Trailer aufgepasst hat, der weiß, dass wir jetzt am GOF-HQ sind. Das GOF-HQ bedeutet nichts anderes wie, das ist das Headquarter auf der Dark Emergency. Hier hält sich eine Partei permanent auf und von hier aus startet die auch. Und für die Zukunft wollen wir genau diesen Platz umbauen, damit wir einfach die ganzen HQs so krass ausbauen, dass es einfach noch viel mehr Spaß macht, von hier aus ins Spiel einzusteigen. Nicht jeder wird wissen, dass das ein Helikopterhangar war. Das heißt, das ganze Gelände war ja mal eine russische Airbase und die Spieler, die jedes Jahr hier stehen, denen habe ich das noch nicht erzählt, aber das war wirklich ein Helikopterhangar und da standen echte Helikopter drin. Jetzt habt ihr ein paar Eindrücke aus Malwinkel gewonnen. Alles wollen wir euch natürlich nicht zeigen, da solltet ihr selbst vorbeikommen und euch überzeugen. Für den Moment reicht's und wir gehen jetzt erstmal zurück ins Office. So, jetzt habt ihr einen Einblick bekommen, was eigentlich den ganzen Tag so bei uns läuft. Die meiste Zeit bin ich jedoch unterwegs und Lara und Martin sind im Büro. Und da ist meine Idee auch entstanden, euch einfach mitzunehmen, euch zu zeigen, wo bin ich so unterwegs, auf was für Spielfeldern, was für Ländern. Wir waren ja jetzt neulich erst in China, wir fliegen noch nach Washington zu Tipman, wir besichtigen diverse Werke. Wenn ihr da Bock zu habt, dann abonniert den Kanal und folgt uns und dann würde ich sagen, sehen wir uns demnächst.